Heute geht es nach Kroatien, nur leider war das Mikrofon nicht angeschalten und deswegen synchronisieren wir uns jetzt, obwohl wir keine Ahnung haben, was wir damals gesagt haben. Das ist nicht optimal, aber es gehört trotzdem zur Geschichte dazu und wir wollen das nicht rausschneiden, weil es auch sehr besonders für uns war, als wir dann endlich in der Wohnung waren, nach einem Jahr Reisen und ja, deswegen jetzt so. Guten Morgen, wir haben alles in den Skoda gepackt und auch Räder mit und dann hole ich den Dani ab, der heute noch Arzttermin hat und dann geht's ab nach Kroatien. Da der Pass ja immer im Defender ist und wir immer mit dem Defender fahren, habe ich nicht an den Pass gedacht, nur dass wir jetzt nicht im Defender sind und der Pass zu Hause ist, aber die Lucia bringt den an den Weg, so dass wir keinen extra Umweg haben, aber ein bisschen blöd ist es schon. Danke, Lucia. Hallo, Lucia. Mein Pass. Dankeschön. Hallo, ich habe euch den Pass gemacht. Ja, da drüben und dann bin ich da reingefahren. Geh fahren. Bye bye. Oh Mann, noch vergessen. So, da, los geht's. Danke fürs Bringen. Ja, ich war jetzt beim Augenarzt und es ist ein Wunder geschehen. Und zwar brauche ich keine Brille mehr. Also ich war vorher kurzsichtig und die Ärztin hat mir das so erklärt, dass es so ist, dass sich das Auge verkrampft hat und deswegen kurzsichtig war. Dann brauchte ich jetzt für die letzten 4 Jahre oder sowas eine Brille und jetzt nicht mehr. Ein Wunder. Ausfahrt zum Buchwerk vorbeigefahren und da sind so viele schöne Mercedes G-Klassen. Wir kaufen jetzt noch eine Vignette für Slowenien. Kroatien ist landschaftlich auch so schön und wir freuen uns so sehr, jetzt länger in Kroatien zu sein und dort alles entdecken zu können. History, love, war and insanity. You made me believe it's different for you and me. Kroatien begrüßt uns so lieb. Dankeschön. Bitteschön. Und wenn man eine Autobahnausfahrt vor dem offiziellen Trogir nimmt, dann hat man diesen wunderschönen Ausblick auf Trogir. Und daran kann man sich eigentlich nicht satt sehen. Wir haben Soran in der Marina getroffen und er wird uns jetzt die Wohnung zeigen. Die haben wir noch nie gesehen und wir sind so gespannt, wie es dort ist. Wir sind jetzt in der Wohnung und es ist so toll und es ist so ein tolles Gefühl, hier zu sein. Wir haben jetzt einfach jeden Tag fließendes Wasser zum Beispiel. Und nach einem Jahr unterwegs sein, ist das einfach ein ganz neues Gefühl. Und wir haben ein Zimmer mit Küche und dann noch ein Schlafzimmer mit Bett und es ist schon überzogen. Und wir haben eine Couch und eine Küche und ein richtiges Bad mit Dusche. Wir können immer duschen, wann wir wollen. Das ist einfach so neu und toll. Ja, davor haben wir schon auch in Wohnungen gelebt. Aber ja, vor der Reise natürlich, aber jetzt ein Jahr unterwegs zu sein. Okay. Ja, da können wir dann parken und dann den Defender hinstellen. So. Normalerweise im letzten Jahr, wenn wir in einer Wohnung waren, dann haben wir versucht, möglichst wenig reinzunehmen, weil wir morgen oder übermorgen alles wieder rausbringen müssen in den Defender. Und das ist so besonders, dass wir jetzt mehrere Wochen da sein werden, weil das heißt, wir können all unser Zeug einfach in die Wohnung räumen und müssen nicht morgen oder übermorgen wieder alles rausräumen. Es ist jetzt 21 Uhr und wir sind ziemlich erschöpft.
Aber wir stoßen noch an mit unserem marokkanischen Eistee, den wir mitgenommen haben, auf unsere zweite gemeinsame Wohnung, wenn der Defender zählt. Bling. Cheers. Wir sind so erschöpft und so erleichtert hier zu sein und ich bin richtig irgendwie so sentimental, weil das einfach so ein besonderer Moment für uns ist, weil das so ein großer Umbruch ist und es ist einfach auch ein bisschen Stress, aber es freut uns auch sehr, da zu sein. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen morgen, weil ich dort noch niemanden kenne, aber ich glaube, es wird alles in Ordnung sein und freue mich eigentlich schon auf diese neue Zeit. Gute Nacht. Guten Morgen, wir sind bereit für die Arbeit. Daniel putzt noch Zähne und ich bin so aufgeregt, ich bin sogar geschminkt, ich bin so nervös. Das ist einfach der erste Arbeitstag und ich habe keine Ahnung, wie es dort ist und wie die Kolleginnen sind. Und ja. Aber es wird schon gut werden, bis später. Wir sind so erschöpft. Wir sind mit dem Moped nach Hause gekommen, weil Fahrradfahren einfach nicht mehr gegangen wäre. Ja, wir waren so fertig. Ja, an einem normalen Samstag haben meine Kollegen manchmal mitgezählt, mit so einem Schrittzähler sind es 15 Kilometer Strecke, die man zurücklegt. Ja, und es ist ja nicht nur dann herumgehen, sondern dort reparieren und alles Mögliche machen und so. Und ich bin eigentlich nur im Office, aber es ist trotzdem so anstrengend. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Heute ist Sonntag und ich werde nach Wien fahren, um den Defender zu holen, weil jetzt sind wir mal mit dem Scooter gekommen und ja, der Defender fehlt uns, das heißt, ich bringe den Scooter zurück und hole den Defender. Der Dani wird eine Woche ohne mich sein, ich glaube, er wird auch ohne mich zurechtkommen, oder? Baba. Baba. Aber jetzt geht es wieder normal weiter. Ich bin gerade darauf gekommen, dass die letzten Tage das Mikrofon off war und das ist blöd. Ja, ich bin jetzt am Weg nach Wien, um den Defender zu holen. Es ist 18 Uhr und ich dachte, dass ich heute irgendwo in Slowenien übernachten werde, aber es geht irgendwie besser, als ich dachte. Ich bin jetzt ein bisschen fertig, aber jetzt mache ich so eine halbe Stunde Pause und dann kann ich ganz gemütlich noch nach Wien fahren und es ist egal, wann ich dann ankomme. Ich bin in Wien angekommen, ein paar Sachen noch zu erledigen und dann in 2 Tagen fahre ich wieder nach Kroatien zurück. Gute Nacht. Guten Morgen, ich bin wieder beim Defender und heute habe ich den ganzen Tag Zeit, um nach Kroatien zu kommen. Der Dani arbeitet, weil er arbeitet auch immer unter der Woche und ich arbeite nur Freitag bis Sonntag. Es sind 555 Kilometer von hier. Mit einem normalen Auto braucht man 5 Stunden 38, das heißt plus Pausen sagen wir 6 Stunden 30, plus Defender-Zuschlag 8 Stunden vielleicht. Das ist jetzt gleich 11, das heißt ich wäre um 19 Uhr dort. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. 19 Uhr ist das Ziel. Ich werde demnächst Pause machen, spazieren gehen und so weiter. Aber es geht ganz gut. Und eine Sache möchte ich noch erzählen. Ich habe nämlich gestern früh die Lucia zum Flughafen gebracht und sie ist nach Marokko geflogen. Weil sie hat ja unter dem Marokko-Video kommentiert, ob es jemanden gibt, der wieder nach Marokko fährt und sie mitnimmt. Und da hat sich dann wirklich was ergeben. Und jetzt ist sie mit Martin und seinem Reise-LKW in Marokko. Und für 5 Wochen. Das finde ich voll cool. Dani hat ein ganz tolles Regal für uns gebastelt aus Müll, aus der Marina, wo wir dann unsere Kisten reinstellen können, wenn wir gerade nicht unterwegs sind. 4 to 6 weeks later. Wir haben inzwischen schon 4 Wochenenden hinter uns und die Zeit verfliegt aber so, es ist wirklich so, die Wochen vergehen und man kann es irgendwie nicht aufhalten und es geht immer weiter und irgendwie, bei mir ist es halt so, ich arbeite 3 Tage und dann bin ich 4 Tage da. Der Daniel arbeitet jetzt mal jeden Tag, später soll es dann so sein, dass er jede 2. Woche frei hat. Und noch ein kurzes Update zu meiner Mama, die gerade noch in Marokko ist. Sie sind vorgestern in die Wüste gefahren, erster Abend in der Wüste, wollten sich auf einen Schlafplatz stellen, also runtergefahren von der Piste und stecken geblieben. Und beim Versuch rauszukommen, ist ihr Getriebe gebrochen von dem LKW. Und ja, das war ziemlich heftig, sie sind doch ziemlich schief gestanden und haben dann irgendwie die Nacht dort verbracht,
es sind dann schon Leute vorbeigekommen und haben dem Mechaniker Bescheid gesagt. Und am nächsten Tag wurden sie dann mit einem Traktor 10 Stunden lang abgeschleppt. Sie konnten sich von selber keinen einzigen Zentimeter fortbewegen. Und sie waren ziemlich fertig, weil da fährt man dann in die Wüste und erwartet, dass alles passt. Und man bleibt dort eine Woche und sie hatten genug Wasser und alles mit. Das ist sehr wichtig, dass man das macht. Aber ja, es war nicht so, wie sie es erwartet haben. Und jetzt stehen sie halt in Mohammed und warten dort auf die Ersatzteile und haben sich jetzt mal ein Mietauto genommen und so. Ja, ziemlicher Schock war es damals, aber jetzt ist eigentlich alles wieder gut. Das ist so immer unser Ausblick in der Früh, wenn wir dann rausgehen. Und dann, erstens mal finde ich es voll cool, dass hier eine Palme ist. Und zweitens steht hier einfach das schönste Auto der Welt. Das ist so cool, dass wir den Defender hier haben. Auch wenn wir ihn gerade jetzt nicht so viel verwenden, bereuen wir es eigentlich gar nicht, dass wir ihn da haben. Und ja, dass er dabei ist sozusagen. Das ist irgendwie so auch greifbar, dass wir bald wieder reisen werden. Und das ist ein bisschen ein Trost, finde ich. Hier gibt es ein bisschen Meerblick. Und es ist wirklich nicht weit zum Meer. Also wenn ich jetzt losgehen würde, wäre ich in 2 Minuten mit den Füßen im Meer. Das ist schon ganz schön. Und zwar haben wir ein extremes Glück, dass also der Dani war ja schon mal da und da hat da jemand, der wohnt gerade über den Sommer nicht in der Wohnung und im Winter auch nicht, der wohnt eigentlich in Wien und hat das sozusagen als Ferienhaus. Aber die würde jetzt im Sommer leer stehen. Und deswegen hat sich das irgendwie ergeben, dass wir jetzt dort wohnen können, für den gleichen Preis, wie wir hier wohnen. Und die Wohnung ist aber ungefähr 10-mal so schön. Es gibt dort Meerblick, es gibt einen Geschirrspüler, es gibt eine Waschmaschine, die Wohnung selber ist so extrem schön. Wir haben eine Dachterrasse, wir haben ein Schlafzimmer plus ein Gästezimmer plus ein Wohnzimmer. Es ist ja ziemlich verrückt. Was für den Daniel am besten ist, wir haben ein kleines Boot dabei, also so wie ein Dingi mit Außenbordmotor und das ist so cool. Ja, und es ist halt noch näher am Meer, also in der 2. Reihe und also wir haben so ein unglaubliches Glück. Ich weiß nicht ganz, wie das passiert ist, aber wir waren einmal spazieren und dann hat der Dani gesagt, ja, ich habe eine Überraschung für dich. Wir schauen uns jetzt diese Wohnung an und dann hat er mir halt erklärt, wie das alles ist und dass wir halt nicht mehr zahlen müssen als jetzt. Da könnten wir eigentlich ab sofort hinziehen. Nur, ja, dass wir halt jetzt alles in dieser Wohnung schon haben und da ist viel zu räumen und damit beginne ich heute mal. Es ist noch immer Mittwoch und wir haben uns entschlossen, heute schon zu übersiedeln. Zumindest mal uns selber und die wichtigsten Sachen. Dani hat dafür wieder ein großes Auto organisiert. Als hätten wir kein eigenes. Ja, aber mit dem ist es viel angenehmer. Ja, stimmt schon. Eben ja die kleinen Laden. Ja. Das heißt, wir packen jetzt schon mal. So, wir haben jetzt fast alles mitgenommen. Ein paar Sachen sind noch im Kühlschrank und ich muss noch abwaschen zum Beispiel. Aber ich habe morgen sowieso noch frei, weil morgen Donnerstag ist. Da komme ich nochmal her und schaue, ob wir was vergessen haben. Und wasche noch ab und so. Und ja, das passt dann. Ich freue mich schon und die neue Wohnung ist so schön. Ich habe schon ein bisschen erzählt. Ja. Und dass wir ein Boot haben. Ja, eine Yacht. Durch das Fenster. Bis gleich!